Hallo allerseits und willkommen zu dieser Produktvorstellung. Heute schauen wir uns mal an von Easy Metal Links, diese Metallketten für den Panzerkampfwagen 3 bzw. Panzerkampfwagen 4. Das ist jetzt hier die 40 cm Kette, Typ B mit den Eisgreifern. Das ist ein relativ neuer Hersteller. Vorher gab es hauptsächlich immer diese Friul-Ketten, die auch sehr beliebt sind. Ich persönlich mag die allerdings nicht so. Ich finde es ein bisschen arg aufwendig, die Kettenglieder aufzubohren und dann da den Draht einzukleben, und ja, muss man sehr vorsichtig sein, damit es auch beweglich bleibt. Dieses System funktioniert ohne Kleben und ohne Werkzeug und trotzdem bleibt alles beweglich. Das ist also eine hervorragende Alternative zu diesen Gummiketten, wie man sie häufig findet. Bei uns sagt man die Conche Créanmolle und die Hasergeber, also die sind wirklich für die Tonne. Zumindest werden sie meinen Ansprüchen nicht gerecht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere mal hier die Metallketten aus. Kosten ungefähr 30 Euro. Das ist in etwa dasselbe, was man für die Friul-Ketten zahlt. Nur eben, man braucht kein Werkzeug dafür und auch keinen Kleber. Wir sind recht schön verpackt. Eigentlich sind da mehr Kettenglieder drin. Ich habe schon ein bisschen damit gebaut. Die Teile sind schon fertig versäubert. Man muss also nichts weiter machen. Man kann eigentlich gleich loslegen mit dem Zusammenbau. Das funktioniert folgendermaßen. An der Rückseite des Kettenglieds stehen zwei Lappen hoch, sozusagen. Und auf diese Lappen, da kann ich das Kettenglied einhängen. Und dann biege ich diesen Lappen um und das Ganze ist verbunden, bleibt aber beweglich. Und das mache ich am liebsten mit der Rückseite von meiner Pinzette. Da fahre ich hier bloß einmal so drüber und dann ist es beweglich. Kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Der Zusammenbau ist dementsprechend recht einfach und macht eigentlich auch ziemlich Spaß. Man muss bloß eben auch aufpassen, wenn man fertig ist mit dem Bauen, dass man sich die Hände gut wäscht, weil das ist aus Zinn, das ist Schwermetall, ist nicht so gesund. Der Zusammenbau geht richtig fix von der Hand. Das ist überhaupt nicht schwer. Mir ist bloß aufgefallen, dass eben zunächst die Verbindung da ein bisschen zäh ist. Also das Kettenglied sich nicht so schön bewegt. Aber das kann man einfach dadurch lösen, dass man da ein bisschen so hin und her das bewegen lässt. Und dann lockert sich das ein wenig und dann ist es genau richtig, so wie wir das haben wollen. Also ist wirklich perfekt. Durch das Eigengewicht erzeugt es einen schönen Durchhang. Das ist jetzt hier von Tamiya, das Stück 3. Auf das Antriebsrad passt das ist jetzt nicht ganz perfekt, wie ihr sehen könnt. Da ist immer ein bisschen eine kleine Lücke da. Ist jetzt nicht ganz ideal. Das hier ist jetzt ein Antriebsrad von Dragon. Da passt es ein bisschen besser, aber auch noch nicht ideal. Das hat einfach damit zu tun, dass die Kettenglieder an sich minimal breiter sind.
Und deswegen passt es nicht so ganz. Also man bräuchte dann ein Antriebsrad, was irgendwie eine andere Zahnteilung hat oder insgesamt ein bisschen größeren Durchmesser hat. Aber das ist verschmerzlich. Ich finde, also jetzt bei dem Dragon-Rad geht es eigentlich. Also da kann man das schon. Ich meine, das wird ja nur so sitzen. Und ihr seht, ist schon okay. Im Tamiya-Teil ist es ein bisschen grenzwertig. Ja, seht ihr, es passt nicht ganz perfekt. Aber trotzdem finde ich das ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei einem Panzer 4 Treibrad ist. Da habe ich jetzt gerade keins da. Ich habe jetzt hier schon mal eine Kette zusammengebaut und mal aufgezogen. Und ihr seht, das macht einen schönen Durchhang da oben. Kann man natürlich auch ein bisschen einstellen, wie man das will. Ja, hervorragend. Also ich werde in Zukunft auf jeden Fall da einen Blick drauf halten. Die bringen auch, denke ich, regelmäßig neue Ketten raus für andere Fahrzeuge. Ich habe auch schon gesehen, für moderne Fahrzeuge gibt es auch schon Ketten. Also ist eine gute Lösung, einfach in der Handhabung. Der Preis ist ein bisschen teuer, allerdings verglichen mit den allseits beliebten Friol-Ketten hebt sich das auf. Also wer schon früher kein Problem hatte, Friol-Ketten zu kaufen, der hat auch kein Problem, sich die Ketten zuzulegen. Ja, gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr fandet das interessant. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.